Hi Leute, willkommen zu Stardew Valley. Dieses Mal auf Deutsch. Das hier ist jetzt Version 1.3. Für alle, die es interessiert, ich habe bereits Stardew Valley ziemlich ausgiebig auf Englisch gespielt. Und dann kam das berüchtigte 1.3 Update. Und nachdem ich mit Mods spiele, war dann eine sehr lange Zeit Ruhe. Und für alle, die es auf Englisch kennen, ja, da wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, weil die Farm ziemlich tot ist. Ich kriege ein paar Mods nicht mehr zum Laufen. Nun gut, auf jeden Fall neues Spiel, dieses Mal auf Deutsch und dementsprechend für all diejenigen, die Stardew Valley noch nicht gespielt haben, es ist ein Farming-Spiel mit noch einigen anderen netten Kleinigkeiten. Gibt es auch für die Switch. Da kann man halt keine Mods installieren. So. Ich mache mir jetzt einfach mal einen neuen Farmer. Wow. Hier oben, wenn man sich nicht entscheiden kann, was man will, kann man einfach durchwürfeln. Sieht noch relativ normal aus. Oh. Ein graues Arbeiterchen. Gefällt mir sogar fast. Kleinigkeit ändern. Ich mag irgendwie die Jacke. Ich liebe diese Jacke, die nehme ich meistens. Gut. Keine Ahnung, was Accessoire 13 ist. Eigentlich so gesehen gefällt mir das schon mal ganz gut. So, dann geben wir unserer Farmerin einen Namen. Nela. Ich denke, Nela ist gut. Es gibt übrigens einen kleinen Bug in dem Spiel, wenn man einen bestimmten Itemgegenstand als Namen verwendet und die Leute deinen Namen sprechen, kriegt man andauernd diesen Gegenstand in das eigene Inventar. Damit kann man ziemlich cheaten. Was so einige Sachen sind. So, Hofname. Wie nennen wir es denn? Fernfallhof. Und was mag sie gerne? Gärtnern. Okay. Schreibt man eigentlich klein. Gärtnern. Okay. So. Lieblingshaustiere, man kann sich zwischen Katze und Hund entscheiden. Normalerweise ist diese Entscheidung permanent, man kann nicht beides haben. Ich nehme aus Gewohnheit jetzt mal den kleinen Wuffel. Und hier hat man 5 verschiedene Farmen, die man aussuchen kann. Wenn man frisch angefangen hat, würde ich den Standardhof empfehlen. Meine Lieblingsfarm ist allerdings eher der Waldhof, weil ich ziemlich gerne zwischen den ganzen Bäumen rumhüpfe. Allerdings habe ich extra für dieses Game Let's Play ein wenig das Flussbetthof gemoddet. Dementsprechend nehmen wir den hier. Er sieht also anders, die Karte oder unsere Farm sieht ein wenig anders aus, als es im Standardspiel ist. So, normalerweise könnte man es Intro überspringen, aber ich mach's mal mit. So. Hallo Opa. Und für meine ganz besondere Enkelin. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Wichtig ist das Wort versiegelt. Wupp. Dankeschön. Nein, öffne ihn noch nicht. Habe Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Glaube mir, er wird kommen. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Theatralisch. Wenn das passiert, meine Liebe, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Und nicht vorher. Tja, nun lass Opa sich ausruhen. XX Jahre später. Julia, schließe dich uns an. Wachse, arbeiten, keine Pausen. Lächle, du bist mit Joja. Ich liebe diese alten riesigen Computer und überall sind Kameras. Und da bin ich.
Irgendwo dazwischen. Und ignorieren Sie bitte den Arbeiter ganz rechts. Was ich lustig finde, ist, die Dame vor mir arbeitet überhaupt nicht. Die starrt nur den schwarzen Bildschirm an. Die wird wohl die nächste sein, die rausfliegt. Tja. Das Einzige, was ich immer noch nicht ganz weiß, ist, in welcher Zeit wir wirklich spielen. Weil wenn man sich so das Ganze hier anschaut, ist es doch etwas älter. Manche werden nicht mehr wissen, wie so ein Computer so aussieht. Oder ein Bildschirm und eine Maus und ja. Gut, öffnen wir mal den Briefumschlag. Liebe Nela, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das Gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz. Fernfallhof. Er liegt im Sternentautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Liebes. Viel Glück. In Liebe, Opa. PS. Wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir. Ja. Vor allem, man muss dazu sagen, was wäre passiert, wenn ich den Brief irgendwo mal verloren hätte. Die ganzen Rechte wären einfach nur davon geflödelt. Oder wenn ich ihn erst selber als alte Oma geöffnet hätte. Aber daran denken wir jetzt nicht. Ich schätze, die Zeit für einen Tapetenwechsel kam früher als erwartet. Lauter Berge. Interessant. Das letzte Mal, als ich eine Farm gestartet habe, ist ein Auto vorbeigefahren in der Gegenrichtung. Sternentotal. 0,8 Kilometer. Also ist das Auto scheinbar ein zufälliges Ereignis. Gut zu wissen. Hallo, du musst Nela sein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf den Skippen-Knopf komme, wenn ich meine Maus aufräume. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben. Folg mir einfach. Gerne doch. Und wie gesagt, es sieht halt ein bisschen ziemlich anders aus. Das ist Fernfallhof, dein Hof. Wir haben nicht viel Platz übrigens. Hat man auf der Fischfarm nie. Was ist los? Klar, es ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Yay. Und da drüben ist immer noch das komische Ding. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Normalerweise schaut das Haus nicht ganz so gut aus. Sie haben es wohl frisch gestrichen. Ah, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Das ist der Name unserer Stadt. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Hihi. Viel Veränderung haben sie nicht hier auf der Gegend. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus, sehr rustikal. Also ich find's hübsch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Rustikal, so kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Dankeschön. Wie unhöflich. Hör nicht auf sie, Nela. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Oh, fast hätte ich's vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, lege es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück. Tschüssi. So. Kikeriki, Tag 1. Guten Morgen.
Schritt Nummer 1, Feuer anmachen. So, Schritt 2, mal kurz den Fernseher einschalten. Klar und sonnig wie immer. Man kann sich ein paar Sachen anschauen, Wetter, Wahrsager und hier die dritte Kategorie ist ab und zu da und gibt dir entweder Infos für was man so alles anstellen kann, wie Leben vom Land oder Rezepte. Die Rezepte sind wichtig, also jeden Sonntag oder Mittwoch, wenn man den Sonntag verpasst hat, Fernseh schauen, damit man auch ein Kochrezept bekommt. Diese Sendung heute ist ein Grünschnäbel gewidmet. Hackt ein wenig Holz und sucht nach Wildpflanzen, um ein wenig Geld zu verdienen, während ihr auf eure erste Ernte wartet. Pastinaken! Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Lewis. Das ist es, was er vorbereitet hatte für uns. So, und wir sind jetzt bereits am ersten Tag. Hier oben sehen wir die Zeit, wie spät es ist. Wir haben ein Startkapital von 500 Gold und es zählt immer in 10er Schritten. So, das, was ich gerne mache, ist mein Werkzeug in die richtige Reihenfolge bringen. Also in meine richtige Reihenfolge. Das ist die, mit der ich am besten klarkomme. So, hier haben wir eine Menge Reiter und für diejenigen, die relativ frisch angefangen haben, würde ich euch empfehlen, unter Einstellungen, unter Optionen hierher zu gehen und dieses kleine nützliche Kreuzchen zu setzen. Denn damit bekommt ihr immer angezeigt, wo ihr hinhaut. Und dann wollen wir mal. Unser Hof ist zum Glück nicht ganz so ein wildes, wüstes Durcheinander bis jetzt. So. Dann benutzen wir, den ersten Tag nutzen wir meistens, um ein bisschen Platz zu schaffen. Und natürlich richtige Gegenstände, richtiges Werkzeug für die richtigen Sachen zum aus dem Weg räumen. So. Man könnte auch theoretisch mit den Zahlen oben als Schnelltasten arbeiten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 und zack. So, ich habe ja gesagt, dass ich schon mal Stardew Valley gespielt habe, auch ein längeres Let's Play gemacht habe. Und dementsprechend wollte ich es mir ein klein wenig spannender machen jetzt für dieses Mal. Das bedeutet, meine Zielsetzung für dieses Let's Play ist, dass ich innerhalb des ersten Jahres einen großen Meilenstein erreiche. Was genau dieser Meilenstein ist, will ich euch noch nicht ganz verraten, zumindest für diejenigen noch nicht, die das Spiel noch nie gespielt haben. Das Ganze wird sich dann in ein paar Episoden, weil ich das wahrscheinlich pro Tag eine Folge machen werde, also im Spiel, dann herauskristallisieren wird. So. Auf jeden Fall, hier ist ein bisschen so unsere Gegend. Das Schöne ist, die Sense, die ich am liebsten verwende, verbraucht keine Energie. Das heißt, alles, was ihr weghauen müsst und was ihr kaputt machen könnt, ohne dass ihr dafür die Axt oder Spitzhacke braucht, macht's mit der Sense. Denn wir haben nur begrenzt Energie und am Anfang ist Energie wohl das Wichtigste überhaupt. So, gehen wir mal hier runter. Hier unten ist normalerweise so ein gutes Feld zum Starten. Normalerweise, das hier, was ihr am Boden seht, ist Gras. Das Grüne. Klingt jetzt etwas blöd, dieser Anfang von der Erklärung. Aber normalerweise könnt ihr wenn das Spiel im Originalzustand ist, könnt ihr diese Bereiche nicht umhacken. Gras ist eine Tabuzone, da könnt ihr leider keine Pflanzen ansetzen. Nachdem aber die gesamte Karte, wie ihr seht, ziemlich überzogen ist mit Gras, wurde diese Einschränkung für diese Karte deaktiviert. Das heißt, wir können ohne Probleme hier auf dem Gras anbauen, ernten, säen, alles. So, ich denke, ich habe hier jetzt ganz gut Platz. In der Nähe vom Wasser. Immer in der Nähe vom Wasser starten. Die Bäume sind ein bisschen im Weg, aber das macht nichts. Ich denke, ich sollte damit schon klarkommen. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 3 Reihen runter. So. 15 Pastinackenfelder. Ups. Genau, und deswegen ist dieses kleine rote rechteckige Feld ganz praktisch, weil man sieht, wo man hinhaut und theoretisch nicht so viel Energie verbraucht beim Gießen oder beim Säen oder beim Umhacken, weil man nicht andauernd auf dasselbe Feld einprügelt und sagt, warum erwische ich das Nachbarfeld nicht? So, die Bäume sind echt im Weg. So, gut. Was ich zuerst einmal machen werde, ist natürlich das hier anbauen.
Wenn Bürgermeister Lewis schon so freundlich ist und uns 15 von diesen Teilen gibt, werden wir sie auch benutzen. Was ich jetzt beim Grasabschneiden gefunden habe, sind sogenannte gemischte Saat. Das ist eine kleine Überraschungswildpackung. Das heißt, man kann spezielle andere Saaten bekommen, wenn man die hier pflanzt. Ich schaue jetzt nur gerade. Eigentlich stören mich beide Bäume. Ich hoffe nur, ich habe genug Energie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Keine Sorge, es gibt besseres Werkzeug später im Spiel. Das heißt, man braucht nicht mehr 15 Schläge für den Baum, sondern irgendwann nur noch 12 und immer weniger halt. So, das Gemeine an den Bäumen ist, wenn man an der Seite steht, ist es klar, wo der Baum hinfällt. Nicht da, wo man steht. Wenn man jetzt von oben oder von unten auf einen Baum einprügelt, sieht das Ganze etwas anders aus. Der kann nämlich jetzt entweder nach links oder nach rechts fallen und wie ich mein Glück kenne, fällt er ins Wasser. Yep. Tschüss, oh wundervolles Holz. Ich wusste es. Die ganze Energie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Das war jetzt nahezu alles, was ich an Energie hatte. Ich habe jetzt fast nichts mehr übrig. So. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Dass mein Pastinackenfeld. Und ich habe noch eins. Ja, genau. Und jetzt fängt das nämlich da drüben an zu wackeln. Meine Energieleiste als Warnung, dass ich müde werde. Und wie ihr seht, sieht dieser Samen ein wenig anders aus. Das liegt daran, dass ich jetzt okay, das geht noch. In meiner Lotterie, in meiner Saatlotterie jetzt hier einmal eine Pastinacke bekommen habe. Und das hier ist eine Kartoffel. Das wird euch am Anfang nicht gesagt. Das seht ihr mit der Zeit, wenn ihr Erfahrung habt. Gut. So. Ich habe jetzt ziemlich viel Holz gesammelt. 57 Stück. Der Grund dafür ist, ich brauche eine Kiste. Damit ich das ganze Zeug, was ich nicht brauche, aufräumen kann. So, zack, Kiste aufstellen. Und alles, was wir nicht brauchen, erst mal rein damit. So, gegossen haben wir. Das heißt, Gießkanne kann weg. Und ich gehe jetzt hier, ja, machen wir mal sehr passend weiß zum restlichen Haus. Gut. Nachdem ich jetzt hier erst einmal soweit fertig bin, ich habe meine Saat gesät, gehen wir mal in die Stadt, wie es uns Meister Lewis empfohlen hat. Bürgermeister Lewis. Und sammeln ein paar Sachen auf dem Weg. Das Schöne ist, Dinge aufheben verbraucht keine Energie und wir brauchen ein paar Sachen, um uns ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Gut. Ja, der halbe Tag ist schon wieder rum. Ich würde euch gerne noch ein bisschen mehr von der Farm zeigen, aber das geht im Moment nicht, weil ich dafür wahrscheinlich mich den Weg frei hacken müsste. So, hallo Harvey. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt der Stadt. Ich bin für die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und jegliche medizinische Versorgung aller Bewohner Pelikans verantwortlich. Es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Leider nicht kassenfüllend. Oh, jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich machen solltest. Hallo. Hallo, du musst Nela sein, unsere Neuankömmling. Ich bin Caroline. Oder Caroline auf Englisch. Mein Mann und ich führen den Gemischtwarenladen hier. Und hast du meine Tochter Abigail getroffen? Sie ist sehr blass mit violetten Haaren. Leicht zu finden. Oh, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist okay. Ich bin Jody. Das hier ist ein kleines Städtchen, also es ist immer sehr aufregend, wenn jemand Neues einzieht. Einen Bauern hier zu haben, könnte einige Sachen ändern. Ja. Oh, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du möchtest. Okay. Mache ich dann, Evelyn. Später. Ein paar von den Porträts sehen übrigens nicht aus wie das Original. Ich habe die ein bisschen angepasst. Die passt noch sehr gut in den Stil rein, aber Maru vor allem hat ein klein wenig was an Anpassung benötigt. Ich habe sie nicht selber gemacht. Es gibt die im Internet. Oh, du bist nicht gerade hergezogen? Bist du nicht gerade hergezogen? Sorry. Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen.
Weißt du, in einem kleinen Ort wie diesen hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Ah, okay, gut. Eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt jedem Hallo sagen, aber wenn sie schon auf dem Weg sind, dann machen wir's. Man muss sie nicht gleich alle am ersten Tag treffen. Oh, hi, Emily. Oh ja, stimmt, ich habe dein Porträt vergessen. Keine Sorge, das korrigieren wir noch. Ich persönlich finde, ihre Frisur sieht ein wenig aus wie eine Vogelscheuche. Oh, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikan gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Ist klar, Emily. Mach ich dann. Bye. So. Pelikan ist übrigens noch ein bisschen größer, aber ich habe einen bestimmten Ort, wo ich jetzt gerade hinrenne. So. Es gibt auch noch ein paar Leute, die außerhalb leben. Verschiedene Ortschaften. Mit der Zeit gewöhnt man sich an die Gegend und man weiß ungefähr, wo man hin muss. Hailey ist zu sehr mit ihrer Kamera beschäftigt, um dich zu bemerken. Okay. Cheers. So, wir wollen nämlich hier unten hin. Eigentlich müsste ich nur einmal komplett gerade nach oben laufen, damit ich zu unserer Farm komme, aber der Weg ist versperrt. Im Moment wahrscheinlich noch durch ziemlich viel Müll. Und da unten ist es. Okay. Deswegen bin ich hier, wegen Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln gibt es gratis, jeden Tag eine unterschiedliche Anzahl an Frühlingszwiebeln. Und die sind am Anfang des Spiels unsere beste und kostengünstigste Nahrungsquelle. Das Zeug gibt's für umsonst. Besser als gar nichts. So, 3 Frühlingszwiebeln gemumpft, das dürfte passen. So. Wenn wir schon dabei sind, können wir ja den ganzen Wald abbrennen. Entweder das oder wir räumen noch ein bisschen auf. So, am ersten Tag ist es übrigens nicht möglich, alle Leute zu sehen, weil sie überall rumrennen, rumwuseln. Jeder der Dorfbewohner hat seine eigenen kleine Wochentag-Tätigkeiten, wo er dann an unterschiedlichen Stellen ist. Manche sind etwas leichter zu finden, den rennt man fast jeden Tag über den Weg, und andere sind etwas schwerer zu finden. Und das Coole ist, wenn es regnet, ändern sich auch entsprechend ihre Verhaltensmuster. Das ist etwas, was ich extrem cool finde in Stardew Valley. Weil man nicht immer die NPCs am selben Platz findet, sondern einfach, weil sie bei regnerischen Tagen fast den gesamten Tag zu Hause bleiben oder erst an regnerischen Tagen rauskommen und du sie an sonnigen Tagen fast überhaupt nicht siehst, erst so in den Abendstunden. Und manche siehst du fast jeden Tag im Pub. So, hier sind wir in einem unteren Teil von unserem Gelände. Was ich ganz gerne mache, ist jetzt nach ein paar weiteren gemischten Saaten suchen. Denn das ist so die kostengünstigste Art und Weise, wie wir an Saatgut rankommen und nicht erstmal Kohle ausgeben müssen. So. Wie gesagt, wenn ich etwas vorhabe, was innerhalb eines einzigen Jahres erledigt werden muss, ist das ein strammes Zeitfenster. Normalerweise, Kohle. Normalerweise sollte man, wenn man das erste Mal spielt, jetzt nicht unbedingt sofort, da ist es, versuchen, sich eine Einjahres-Herausforderung zu stellen. Das macht man dann eher, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat und weiß, wann was genau passiert. So. Eine Narzisse, ein wilder Meerrettich, ein Löwenzahn, das Zeug. Genau. Und wie Louis gesagt hat, schmeißen wir mal ein bisschen was in die Kiste. Das Schöne ist, wenn man was in die Kiste geschmissen hat und man möchte es wieder zurückhaben, kann man es wieder rausnehmen. Es sei denn, man hat bereits was anderes nachgeworfen, dann geht's nicht mehr. Man kann immer nur den letzten Gegenstand aus der Truhe retten. Der Rest ist definitiv verkauft und weg. Dann muss man sich was Neues holen, wenn man zu schnell geklickt hat. So. Mehr Saatgut. Ich hatte Kohle dahin gesehen, genau. So. Wir haben definitiv nicht viel Platz, um irgendwelche großen Sachen zu machen. Im Moment. Aber es ist bei weitem nicht so verwildert, wie man es auf den anderen Höfen findet. Es ist weitaus aufgeräumter. So. Okay. Ein Stückchen Saatgut habe ich noch bekommen. Sobald es Nacht wird, wird es etwas unruhig. Wie es scheint. Und zack. Was ist es geworden? Ich glaube, eine weitere Kartoffel. Ich bin mir aber nicht sicher, weil der Baum im Weg ist. So, meine Gießkanne.
Ein Unterschied zu der Switch-Version, den ich festgestellt habe, ist, hier auf dem Computer sind die Ladezeiten geringer. Aber selbst daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Gut. So, wir haben alles. Es ist 2040. Meine Energie ist fast komplett alle. Ich denke, ich werde trotzdem noch mal schauen. Ja. Und mich mal nach da oben bewegen. Unsere Farm verbindet so eigentlich ziemlich viele Positionen miteinander, weil hier geht es dann in die Berge. Mal schauen. 21 Uhr. Nichts Besonderes. Nicht wirklich irgendwas zum Sammeln. Ah, doch, da unten. So. Gut. Dann schauen wir mal. Hallo. Jemand Fremdes? Hallo. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Wenn man den Leuten was schenken möchte, Gegenstand auswählen und dann Rechtsklick, als ob man mit ihnen reden würde. Es gibt Sachen, die sie besonders mögen und Sachen, die sie überhaupt nicht mögen. Lass dich von mir nicht stören. Ich lebe allein hier draußen. Okay. Man kann auch das Feuer ausmachen. So. Das hier ist der große Bergsee. Und das ist das noch nicht betretbare Areal da drüben. Schauen wir mal. Es ist 22 Uhr. Ne, unsere Nachteule ist auch schon Richtung Heimat gegangen wieder, wie es ausschaut. Aber wir haben schon ziemlich viele Leute getroffen. Ja, gehen wir mal nach da unten. Ich gebe euch sowas wie eine kleine Tour. Und ich kann dabei noch ein paar Sammelsorien suchen, ob ich irgendwas Gutes finde. Aber es schaut nicht so aus. So. Pelikanstadt. Ein paar Sachen werden übrigens nicht vom Englischen übersetzt sein, weil daran erkennt man dann relativ schnell einen Mod. Weil ich nur die englischen Mods drauf habe. Ich weiß nicht, wie gut sich das dann mit auf Deutsch beißen würde oder nicht. Notfalls werde ich euch dann ein paar Sachen übersetzen. So. Aber jetzt sind wir wieder hier. Und es wird langsam sehr spät. So. Frühling, Jahr 1. Ein kleiner Festivitätenkalender zusammen mit den Geburtstagen. Man merkt, die Leute haben hier weniger Hemmungen hinzuschreiben. Ach, hier übrigens, da ist mein Geburtstag. Weil ich glaube, wenn jemand das in einer Gemeinde so öffentlich aushängen würde, könnte das ein bisschen Probleme mit dem Datenschutz geben. Einfach so die Geburtstage anderer Leute öffentlich aushängen, das geht doch nicht. Tja, ja, hier schon. Hier sind die Regeln ein wenig anders. So. Gut. Und deswegen haben wir den Ofen angemacht. Damit wir es hier drin wenigstens etwas hell haben. Es ist doch ziemlich dunkel. So. 0 Uhr. Die Warnung. Spätestens ab jetzt sollte man versuchen, ins Bett zu kommen. Denn ab 1 gibt es eine Energiestrafe, dass man zu lange aufgewiesen ist. Und wenn es 2 Uhr schlägt, kippt einem der Charakter einfach so um. So. Dementsprechend, ab ins Bett. Jupp. So. Sammeln, Stufe 1. Unsere Axt wird effektiver. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Und wir haben ein paar neue Sachen zum Herstellen bekommen. Und damit sehen wir unseren vollwertigen Umsatz für den Tag. Man kann auch auf das Plus gehen und sich ein paar Sachen anschauen. Und dementsprechend sieht man dann, was man am Ende noch rausbekommen hat. So. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen und ja, ich werde euch dann, ich denke so ab Tag 5 erzählen, was meine kleine geheime Aufgabe ist. Naja. Okay, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Habt einen schönen Tag oder Abend. Bye!